Stefan, du sag mal, bei uns in der Niederlassung gibt es ständig Beschwerden von Mitarbeitenden, die sich über langsame Verbindungen oder Verbindungsabbrüche beschweren, wenn es mit Microsoft 365 und Microsoft Teams insbesondere mal nicht wieder richtig läuft. Woran kann das denn liegen? Ja, für Verbindungsabbrüche gibt es ja eine Vielzahl von Möglichkeiten. Das passiert einmal innerhalb vom Homeoffice-Netzwerk, wo sich der User vielleicht befindet, geht aber darüber hinaus Richtung ISP, Richtung Microsoft oder was auch nahe liegt, vielleicht etwaige Authentifizierungsprobleme, die da vielleicht reingrätschen. Ja, wie kann ich das denn besser analysieren? Kannst du uns da helfen? Absolut, also die Panagenda hat hier genau auch eine Lösung im Portfolio, nennt sich Office Expert. Und wenn du möchtest, würde ich es dir kurz in einer kurzen Demo zeigen. Im Office Expert Dashboard gibt es verschiedene Darstellungen. Hier zum Beispiel eine holistische Darstellung, wo wir für die einzelnen Workloads, wo die End-User-Daten gewisse Score-Metriken einliefern, dieses Bild final zeichnen. Mhm. Man sieht quasi, welche Workloads haben momentan eine schlechtere End-User-Experience als im Vergleich zu einem Planner oder Exchange. Ich kann herunterbrechen auf ISP-Ebene, um vielleicht auf einer bestimmten Lokation hier das Bild zu schärfen, wo Mhm. ich sage, alle User, die über diesen Telekom Business Provider connected sind, ist die End-User Experience vielleicht bei den Workloads etwa anders, weil es vielleicht ISP relevant ist. Das war einmal so dieser erste kurze Pillar. Der zweite Pillar ist, wenn wir uns das Netzwerk ein bisschen mehr im Detail uns anschauen, brechen wir diese ganzen Client-Daten, die von jedem einzelnen Client geliefert werden, runter auf welche Provider werden denn verwendet. Hier Mhm. auf der Achse dargestellt die relevantesten Provider, wo auch die meisten Daten reinkommen. Und da sticht natürlich der Provider Verizon hervor, wo ich eine sehr große Korrelation quasi hinsichtlich der Peering Distance sehe. Also 4000 Kilometer oder mehr braucht im maximalen Schnitt Verizon, um mit Microsoft zu peeren, was nicht ideal ist. Zusätzlich brechen wir dann auch noch die unterschiedlichen Subnetze, die die End-User verwenden, egal ob es jetzt ein Homeoffice ist oder eben in irgendeine Branch-Location von der Firma. Wir Mhm. brechen diese runter und liefern hier die jeweiligen Calls, schlechte Calls, gute Calls quasi in absoluten Zahlen, aber auch in prozentuellen Zahlen runter, um auch hier Einblick geben zu können. Die letzte Stufe ist dann der End-User. Der End-User hat natürlich auch seine Verbindung. Wenn wir über Teams Voice sprechen, spielt natürlich Media Relais eine wesentliche Rolle. Wenn ich hier quasi für einen europäischen User Media Relais in Mhm. Amerika sehe, dann ist das ein großer Hinweis, dass ich höchstwahrscheinlich mit DNS ein Problem habe und deshalb den falschen Media Relay bekomme. Aber wir bekommen hier, wie man hier schön sieht, die verschiedensten Netzwerkadapterprofile, die der User verwendet gehabt hat, zu jedem Zeitpunkt geliefert. Ich sehe ganz genau, war er vielleicht mit einer Wired Connection und einer Wireless Connection gleichzeitig drinnen und zeitgleich vielleicht noch VPN und zeitgleich mit einem virtuellen Adapter. Mhm. All diese Informationen haben wir hier greifbar, um auf User-Ebene genau eine mögliche Verbindungsproblematik feststellen zu können. Das geht dann so weit, dass wir die verschiedenen Profile dann auch miteinander bewerten hinsichtlich Volatilitäten. Welche WLAN-Netzwerke soll ich denn vermeiden, weil sie einfach zu volatil sind im Connection Speed, aber auch in der Signalstärke. Hier verschiedene Darstellungen, wie zum Beispiel eine Verteilungskurve der Signalstärke vom WLAN, aber auch in der tiefsten Ebene, was geht denn über diesen Netzwerkadapter hinsichtlich Incoming und Outbound Speed dann Mhm. drauf. Wenn ich hier zum Beispiel sehe, dass ich hier größere Wellen habe, dann ist das ein klarer Hinweis, dass vielleicht der Netzwerkadapter einfach nicht den Teams-Call, diese Last durchbringen kann, weil parallel vielleicht irgendwas downgeloadet oder abgeloadet wird. Also, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, kann ich mit eurer Lösung relativ sicher feststellen, wo die Ursachen für die Probleme sind und dann entsprechende Maßnahmen einleiten. Also entweder unsere eigene Technik mit beauftragen oder mich halt an den Provider, wo auch immer das liegt, wenden, um das Problem zu beheben. Genau richtig. Also faktenbasierte Analyse, wo man verschiedene Stakeholders da zusammenbringen kann hinsichtlich Netzwerk, Client und dergleichen. Stefan, vielen Dank für die Demo und für die vielen Informationen. Du hast mir echt weitergeholfen. Bitte gerne, es war mir eine Freude und du weißt, wo du uns finden kannst.